1992 war für viele eine Zeit der Ungewissheit. Die Ausschnitte in diesem Video stammen von einem Privatvideo aus eben dieser Zeit und zeigen die Produktion der letzten Golf 2 Karosse. Damals wurde der Sachsenring Automobilbau Zwickau noch durch die Treuhandanstalt abgewickelt. Der Zeitzeuge Herbert spricht über diese Zeit und die Umstände, die die Mitarbeiter damals zu bewältigen hatten. Mit der Produktion der Karosse für den Golf 2 zeigten die Mitarbeiter einmal mehr, mit welcher Qualität die Autos gefertigt werden konnten. Leider erschwerten viele unglückliche Umstände die Arbeit. In den alten Produktionsstätten des VEB Sachsenring Zwickau wurde also eine neue Karosseriestrecke für den Golf A2 aufgebaut. Das war keine Bandfertigung, aber mit D-Max wurden die immer weiter gehoben. Es war also wirklich alles Handarbeit. Und das große Ziel bestand, am Ende 390 Autos zu bauen. Wir haben in 2 Schichten 280 gebaut. Wir hätten also am Ende der Produktion in 3 Schichten gehen müssen. Ein glücklicher Umstand für unsere Region war, dass Dr. Karl Hahn, der Chef von VW Wolfsburg, aus der Region Chemnitz stammt. Und genau wusste, dass in Zwickau schon immer gute Fahrzeugproduktion stattgefunden hat und aus dem Grund er noch als alter Verbundenheit sich bewogen gefühlt hat, uns zu unterstützen. Er kam bei mir in die Halle rein, ich habe gleich gesehen, hier baut er keine Autos. Wir hatten ja keine Voraussetzung eigentlich für Karosseriebau. Hallen zu klein, alles war nicht so in Ordnung. Wie in Wolfsburg war das alles viel, viel größer. Er hat dem Betrieb, den Treuhandbetrieb, damals waren wir ja noch Treuhandbetrieb, die Aufgabe gegeben, eine Karosseriestrecke für den Golf A2 aufzubauen. Unsere Planer sind nach Brüssel gefahren und haben dort die Rallye-Fahrzeugproduktion, das waren einzelne Vorrichtungen, wo man also so eine Karosse aufbauen konnte, sich angeschaut und auch bekommen und haben die nach Zwickau gebracht. Wir selbst haben die Strecke noch ergänzt mit erste Vorrichtung, wo der Bodenblech zusammengeschweißt wurde, das hat unser Maschinenbau gebaut. Und eine Wendevorrichtung, die ich mal gerettet hatte, die wurde auch dort mit eingebaut. Das war unser Glück, da konnte man nämlich das Auto nach unten drehen, konnten auch am Dach schweißen und mussten nicht über Kopf schweißen. In diesem Film sieht man, wie intensiv wir gearbeitet haben. Und das war auch in der DDR-Zeit an allen Bändern so. Und mich hat nach der Wende dieser Satz, mit dem wir immer begrüßt wurden, ihr wart 40 Jahre eingesperrt und wir haben 40 Jahre gearbeitet. Da hat mich immer aufgeregt, weil so intensiv wie wir gearbeitet haben, habe ich in keinem Automobilwerk der BRD gesehen und ich war in vielen. Und die haben also immer die Arbeitsproduktivität mit der Intensität verwechselt. Wir haben sehr intensiv gearbeitet, aber die Produktivität war nicht so, weil wir nicht diese Investitionen hatten, dass wir neue Technik immer hingestellt haben und so. Und damit haben die Arbeitsproduktivität gemacht. Aber so intensiv wie wir haben sie nie gearbeitet. Und das verdeutlicht eigentlich der Film. Man hat hier deutlich gesehen, dass also kein Band war, was laufend fortfuhr, sondern dass das einzelne Vorrichtungen sind aus Brüssel und von Sachsenring gebaute und dass mit einem Hebezeug, D-Max, die Karosse immer hochgehoben wurde und zur nächsten Vorrichtung gefahren wurde und abgesetzt wurde. Da wir zum Schluss dieser Fertigung die Stückzahl 390 erreichen mussten, hätte das bedeutet, dass wir in 3 Schichten arbeiten müssen. Und 3 Schichten waren ungefähr ein Zeitraum von 4 bis 6 Wochen geplant.
Und dafür hätten wir Leute einstellen müssen und wieder entlassen müssen. Und das wollten wir unbedingt vermeiden. Und deshalb waren mehrere Leute aus dem alten Karosseriebau, so wie ich einer bin, beauftragt, an dieser Anlage alles Mögliche und Erdenkliche zu machen, damit die Arbeit dort leichter wird für die Kollegen, damit wir also noch mehr machen können in der Schicht und diese 3 Schichten vermeiden. Das wurde nach langen Diskussionen auch geschafft. Dazu kam, dass unser Elektriker solche intensiven Punktarbeiten, Punktschweißarbeiten, wie am Heck hier zu sehen ist, eine Roboterzelle gebaut haben von den Robotern aus der Trabant 1 Produktion, die ja nicht mehr stattgefunden hat. Und haben dort diese Stationen, haben viele schwierige Punktarbeiten dort reingelegt, sodass wir dann die Leute auch entlastet haben von diesen Arbeiten. Und dazu haben wir für diese Zeit jeden Tag 2 Stunden eher angefangen und 2 Stunden länger gemacht, zu jeder Schicht. Haben natürlich auch Gewerkschaft mit dem Boot mehr Geld für die Leute rausgeholt, dass sie also auch mehr verdient haben für diesen kurzen Zeitraum und damit verhindert haben, dass wir Leute einstellen müssen und wieder entlassen müssen. Und das ist uns dank des großen Einsatzes aller, die hier beteiligt waren, gelungen. Und der Lohn war, dass fast alle in Mosel übernommen wurden. Das war also der Test von VW. Ich muss noch mal den Werdegang richtig sagen. Hier wurde die Karosse gebaut, im VW Sachsenring ehemals. Wurde Eisenbahnwaggon verladen, nach Ingolstadt zum Lackieren geschickt. Und von Ingolstadt ging die lackierte Karosse nach Mosel. Und in Mosel wurde das Auto fertig montiert. Also Räder, Motor, Getriebe, Scheiben und so weiter. Auto fertig gebaut. Aber die Karosse wurde im Sachsenring gebaut. In dieser Einstellung sieht man, dass diese ganze Strecke, die wir jetzt gesehen haben, nur das Gerippe von dem Golf gebaut wurde. Nach der Roboterstation gab es hier drüben wirklich ein Band und auf dieses Band wurde das Auto aufgesetzt und auf dem Band wurden die Blechteile angebracht. Türen, Motorhaube, Heckklappe und so weiter. Die Einzelteile haben wir zum Teil auch selber gebaut. Wir haben die Seitenwand gefertigt, wir haben die Motorhaube gemacht, wir haben die Heckhaube gemacht, nur die Türen kamen aus Wolfsburg. Und dann war vorne noch eine Finishtstation und dann wurde das ausgeliefert. Hier in dieser Einstellung sieht man deutlich, dass das wie die Fertigung wie ein U aufgebaut war und an den Seiten immer eine Vorstraße war, wo auch die Einzelteile bereitgestellt wurden. Meiner Meinung nach war der Test von Wolfsburg, ob wir auch ein richtiges Metallauto bauen können, weil ja irrtümlicherweise alle gedacht haben, der Trabant war nur aus Pappe. Aber da hatte ja auch ein Gerippe und diese Fertigung, die man hier sieht, war vergleichbar mit der Trabant-Fertigung. Nur dass dann die Hauben auch aus Kunststoff waren und nicht aus Blech. Und diesen Test, denke ich, haben wir sehr gut bestanden. Ich persönlich hatte an dieser Strecke keine Aufgaben zu erledigen, außer dass wir eben intensive Arbeiten verfasst haben. Ich bin durch Zufall hierher geraten, weil diese Planer, die bis zum Schluss intensiv an dem Programm gearbeitet haben, verunfallt sind mit dem Auto. Der eine ganz schwer, der hat auch nie wieder die Arbeit aufgenommen, ist in Rente gegangen. Und der andere war leicht verletzt, hat dann auch in Mosel gearbeitet, aber auch die Unterlagen sind bei diesem Unfall alle weggekommen. Da hat die Einkäuferin meinen Chef gebeten, ob er nicht mal jemand hat, der jetzt ins kalte Wasser springen kann und versucht zu retten, was zu retten ist. Also bin ich jetzt
kein Theoretiker, sondern als Praktiker eingestiegen und habe das Pferd von hinten aufgezäumt. Und wurde nach Wolfsburg mitgeladen, habe dort an großen Konferenzen teilgenommen, wo also die Einzelheiten besprochen wurden. Und da war das erste, ich hatte den Auftrag schon, nebenbei eine Rathausfertigung für diesen Golf aufzubauen und die stand schon. Wir hatten schon Rathäuser produziert, aber noch nicht abgenommen, qualitätsmäßig und so. Und jetzt sind wir nach Wolfsburg gefahren, jetzt sind die erschrocken, denn der Fortschritt von der Planung, da hat 6, 8 Wochen Rückstand gehabt, weil die nichts gemacht haben, weil die immer gedacht haben, da wird noch wieder gesund. Und das war nicht der Fall. Und da waren die jetzt erschrocken und haben nur gedacht, wir kommen da gar nicht in die Gnade und haben gefragt, wann könnten sie denn die ersten Teile schicken. Und da habe ich mir schon reichlich Zeit genommen und habe gesagt, na, in 14 Tagen könnten wir vielleicht Rathäuser schicken. Und da waren die so überrascht, haben gesagt, was, in 14 Tagen schon und so prima. Und da bin ich mit den Rathäusern, jetzt haben wir die Rathäuser bei uns auf Holzmodelle im Messraum gespannt und dort gemessen. Und unsere Kontrolle hat gesagt, die sind okay, die passen. Ich bin mit den Rathäusern nach Wolfsburg gefahren. Dort gab es Vorrichtungen, da hast du die eingelegt, da wurde alles abgeschiebert. Da hast du sofort gesehen, 1, 2 Millimeter nach links oder rechts oder hoch oder runter, bist du daneben. Und da haben unsere Rathäuser nie gepasst. Jetzt bin ich wie ein Tourist jeden Tag mit Rathäusern nach Wolfsburg, wieder was verändert, aber die haben nie gepasst, bis ich dann gesagt habe, das wird nichts, ich benötige diese Vorrichtung, also die Kontrollvorrichtung von Wolfsburg. Die stellen wir in der Fertigung und da können wir die einspannen, so wie sie es dort auch gemacht haben. Und jeder konnte sehen, wo wir noch was tun müssen. Und das hat wirklich sofort, waren wir qualitätsmäßig auf dem richtigen Level. Und ich habe hier immer auch weitere Teile dann hierher verlagert. Und da habe ich mir immer ausbedungen, dass die letzten 10 Teile von Wolfsburg gemessen werden. Und nur die Qualität, die diese Protokolle ausgewiesen haben, können sie auch von Zwickau erwarten. Weil ja von der Fahrt nach Wolfsburg nach Zwickau Vorrichtungen so nicht besser werden, eher schlechter. Dieser Film wurde hauptsächlich gedreht, weil an diesem Tag der letzte Golf gefertigt wurde. Und das verdeutlichen hier diese leergezogenen Vorrichtungen. Es war also aber nicht so traurig wie beim letzten Trabant, weil die Leute haben hier bis zum letzten Tag an der Strecke gearbeitet und waren eine Woche später alle in Mosel.